Wir 4 Museen in der Pinakothek der Moderne haben schon länger geplant, dass wir ein gemeinsames Ausstellungskonzept realisieren wollen. Anlass war jetzt tatsächlich dann 100 Jahre die neue Sammlung. Die neue Sammlung war eine der ersten, wenn nicht die erste Sammlung überhaupt für modernes Design hier in Deutschland und hat aber eben auch über die Zeit hinweg auch sehr viel sich mit anderen Themen, Fotografie und teilweise auch Architektur auseinandergesetzt. Die Moderne war ein interdisziplinäres Projekt, was von der Kunst über die Malerei, Skulptur, Fotografie bis zur Architektur alle Lebensbereiche, auch bis zum Städtebau ergreift. Und man sieht auch sehr schön in dieser Ausstellung, welche Begeisterung auch damals in der Gesellschaft für diesen Umbruch auch da war. Ein Netzwerk von Modernen entsteht und diese Vernetzung, das ist wie ein Geflecht. Das zieht sich durch die Räume, das zieht sich durch die Sammlungen und das finde ich unglaublich spannend. Wir haben den Titel Neue Sammlung wörtlich genommen, indem wir recherchiert und geschaut haben in den 4 Museen, was eigentlich das Neue der 20er Jahre ist. Das ist das Thema neue Ästhetik, neue Materialien und neue Techniken, neue Institutionen und die neue Gesellschaft. Man kann hier alles sehen, vom Schuhspanner über das Tesservice, das sind Flugzeugmotoren, das sind Motorräder, das sind aber auch klassische Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Architekturzeichnungen, Architekturmodelle, sodass man wirklich eine ganz große Fülle an Objekten und Gegenständen der Moderne in einem Ausstellungsraum versammelt. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei und wir schlittern wirklich sehr schnell in die nationalsozialistische Diktatur hinein. Und diese kurze Phase dieser jungen Intelligenz, ja, was dort geleistet wurde, das finde ich atemberaubend. Und dann haben Sie auf der einen Seite die Roaring Twenties, Sie haben das Glänzende, das Schillernde und dann gibt es die Schattenseite dieser Gesellschaft. Nach dem Ersten Weltkrieg ein Bild von Deutschland, was auch durch Versehrtheit sehr definiert war. Also die Gesellschaft war zerrissen, die Frauen mussten verstärkt arbeiten, man hatte viel Armut. Dann die Gründung der Weimarer Republik hatte natürlich auch eine gewisse Zukunftsgläubigkeit. Dann gleichzeitig haben wir eine technische Entwicklung. Auf einmal gab es Radio, es gab auf einmal ganz viel Kinos. Dann, wenn man an die Golden Twenties denkt, kommt natürlich alles von Theater, Varieté, Tanzbühne und so weiter auch noch dazu. Das war eine temporeiche Zeit. Überall war Bewegung drin. Peter Birkenholz mit seinen Kugelhäusern, der hier 1927 zum ersten Mal auf der Ausstellung in Dresden eines dieser Häuser realisiert hat, damals in so einer Stahlbauweise, die für damalige Zeit noch ganz ungewohnt war und in Amerika schon gang und gäbe, aber in Europa noch nicht so. Und er hatte diese im Grunde utopische Idee, mit diesen Kugelhäusern letztendlich den idealen Typus des Hauses entdeckt zu haben. Es ist dann nur leider dann 1938 dann unter den Nationalsozialisten abgerissen worden und es gab auch leider keine weiteren Beispiele mehr dieses Bautyps, was schon eigentlich so ein bisschen zeigt, wie solche Utopien auch in der Zeit auch getestet wurden. Eine wahnsinnige Vision. In diesem Modell zeigt sich eigentlich auch die Abstraktion und damit auch der Geist, der in der Moderne vorherrschend war, nämlich auch zu reduzieren, zu minimalisieren, ja, durch Abstraktion auch ein neues Verständnis von Inhalten vorzubilden. Spannend wird es dann, wenn man sieht, dass verschiedene Museen unabhängig voneinander die gleichen Künstler gesammelt haben. Wir haben Oskar Schlemmer, eine Zeichnung aus der grafischen Sammlung. Wir haben eine Figurine bei uns im Designmuseum und wir haben wieder ein Gemälde aus der Sammlung Moderne Kunst. Aber es gibt zum Beispiel auch Johanna Schütz-Wolf, eine Textilgestalterin. Wir haben einen dieser frühen Teppichentwürfe über die Schenkung Fon als entartete Kunst 1964 bekommen. Nur ein Jahr später hat die neue Sammlung völlig unabhängig davon eine figurale Komposition von Johanna Schütz-Wolf erworben. Und diese Bezüge, die sich so, ich sag's mal, über die Sammlungen ergeben, über verschiedene Techniken ergeben, das ist, glaube ich, wirklich etwas sehr Besonderes hier in dieser Ausstellung. Man wird im wahrsten Sinne des Wortes mitgenommen, man kann schauen und man muss auch nicht belehrt werden, sondern man kann im Sehen sehr viel verstehen.